Wir brechen auf. Eigentlich. Theoretisch. Ja, trotz unseres immer noch nicht ganz gelösten Motorproblems wollen und müssen wir die Algarve verlassen. Diesmal geht es für uns ins Inland. Ich vermisse das Meer jetzt schon. Wer fühlt es auch? Ja, der Bastian möchte dem Sascha ein bisschen auf der Baustelle helfen und mal wieder auf andere Art und Weise anpacken und nicht nur am T3 schrauben. Klingt theoretisch und planmäßig gut, aber unser Bus sieht es ein bisschen anders, denn wir werden es gerade mal 100 Kilometer schaffen und dann stecken wir fest und nichts geht mehr. Der Motor geht nicht mehr an, es geht nichts mehr. Aber überzeugt euch selbst. Hier im Video. Willkommen zurück bei 3 auf 8 Rädern. Viel Spaß! Hallo, wir fahren jetzt Ersatzteile besorgen. Wie immer. Und dann geht es mal kurz in der Altstadt. Meine Frau hat da die ein oder andere kleine Gasse entdeckt und die hat ja so eine Sucht. Deswegen gucken wir uns das gleich nochmal an. Und dann hänge ich mich nachher nochmal über das Motörchen. Und dann kommen wir heute hier wahrscheinlich schon wieder weg. Hoffentlich ist es die richtige Pumpe. Richtige Pumpe. Der richtige Anlasser. Diesmal brauchen wir keine Pumpe, diesmal brauchen wir einen Anlasser. Die Pumpe brauchen wir vielleicht beim nächsten. Bitte nicht. Ja. Und wir müssen jetzt erstmal Geld abnehmen gehen, weil unsere Karten gingen dort gestern nicht. Also wir haben dort gestern schon einen Dieselfilter kaufen wollen. Ohne diese Vorwärme, ohne irgend so ein Vorwärmgedöns. Und also ohne so einen Knackfrosch. Und dann gingen unsere sämtliche Karten nicht. Die Visa-Card ging nicht, die EC-Card ging nicht, die Mastercard ging nicht. Es ging einfach keine einzige Karte, weil es keine portugiesische Karte war. Und die spanische ging auch nicht. Ich habe ja noch ein Konto in Spanien, aber die Karte ging auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Geld abheben, damit wir den Anlasser bezahlen können. Und den Dieselfilter, weil den haben wir dann gestern dort gelassen. Wir sind nämlich immer so bargeldlos. Gruß an Joe geht raus. Du wirst jetzt lachen. Und hier links ist der Teilemarkt. Ja, und jetzt machen wir bloß noch einen Geldautomaten. Ja, jetzt ist irgendwie hier links. Oh, guck mal, sieht ein bisschen aus wie Grünau. Ja, es sieht echt ein bisschen aus wie Grünau hier. Crazy. Grüße nach Leipzig-Grünau. So, Geldautomat gefunden. Im Aldi drin sind ja immer die Dinger. Und jetzt ist Bianca reingegangen, holt jetzt erstmal ein bisschen Wahres. Und dann gehen wir rüber, holen die Teile. Und dann hoffe ich, dass wir dann heute noch ein paar Meter fahren können. Weil eigentlich war geplant, dass ich seit gestern bei einem Bekannten, dem ein bisschen auf der Baustelle aushelfe, weil der Notstand hat. Und ja, das verzögert sich jetzt natürlich um ein paar Tage, wenn das Auto noch nicht so richtig läuft, wie es laufen soll. Und ja, aber wenn das nachher funktioniert, machen wir heute noch ein paar Meter. So, am ersten Geldautomaten sind wir gescheitert. Das hatte ich schon öfter hier in Portugal, als schon 2-3 Mal, dass der
wenn ich meine Geldkarte an diesen Automaten reinstecke, dann sagt er mir, also bietet er mir nur den Kontostand an. Dann kann ich quasi nur Kontostand auswählen und nicht Auszahlung. Das heißt, wir suchen jetzt einen Geldautomaten, wo das funktioniert. Also ich mag ja lieber Bargeld. Ja, ist viele. Da ist es in solchen Ländern wie hier oder ja, immer cool, schnell mal Geschäfte zu machen. Ja, viele von hier euch stimmen Bastian bestimmt zu. Hier irgendwo. Hier irgendwo. Ja, weil ich meine, wenn du irgendwo bist und brauchst mal schnell Hilfe, dann ist natürlich immer cool, wenn du ein bisschen Bargeld auf Tasche hast. Da kannst du eben mal schnell einen Zehner, einen Zwanni, einen Fuffi in der Hand drücken und sagen, Jo, check ich. Aber ich weiß auch nicht, warum ich immer kein Bargeld habe. Und es gibt ja so viele Menschen, die sagen, dass das total scheiße ist, immer mit der Karte zu bezahlen. Und das sehe ich auch voll ein. Nachverfolgung und so weiter und so fort. Bargeld abschaffen und diese ganzen Sachen. Aber ich krieg's einfach nicht hin, immer Bargeld zu haben. So, wo ist der Geldautomat? laut Plan ist der Geldautomat hier vorne an der Ecke. Okay. Bargeld! Wahnsinn! Yay! Bargeld! Hat geklappt? Irre. Unfassbar. So. Jetzt geht's das Autoteil holen. Die Autoteile. Wir sind jetzt hier beim Teilehändler und gehen jetzt rein. Yay! Yay! So langsam wird dieses über 30 Jahre alte Fahrzeug zum Neuartikel, wenn es so weitergeht. Viel fehlt nicht mehr. Noch ein paar neue Reifen und dann ist der quasi praktisch Ein bisschen Rost wegmachen neu. und so. Und Rost gehört dazu. Rost ist einfach nur veredeltes, gutes Metall. Wir holen jetzt mal den alten Anlasser hier raus und tauschen den jetzt mal aus gegen den neuen. Ja, Freunde, man könnte auch sagen, die Geister, die ich rief. Alles fing an mit der Schwungscheibe damals, danach gefolgt die Kupplung, dann das Nadellager, dann das Schaltgestänge, vom Schaltgestänge dann zur Dieselleitung, von der Dieselleitung zur Pumpe, dann diverse Undichtheiten bis hin zu gebrochenen Motorlagern. Ja, ich könnte noch ewig erzählen. Und ja, jetzt geht es mit dem Anlasser weiter. Und was danach kommt, naja, ihr werdet sehen. So, Kabellage ist ab. Und jetzt können wir den einfach easy oben rausziehen. Und ja, natürlich habe ich die Batterie abgeklemmt. Ist er auch schon? So, meine Lieben, jetzt haben wir den Anlasser getauscht und es ging jetzt erstmal schön und jetzt haben wir hier das nächste Problem entdeckt. Schaut mal, was da los ist. Das nennt sich eine schön rund gescherte
Schwungscheibe. Und ja, heißt Kupplung, Getriebe raus und einmal neu. So, also da ich jetzt tatsächlich erstmal keinen Plan habe, wie ich das Problem jetzt hier auf die Schnelle lösen soll und jetzt auch auf die Schnelle kein Ersatzteil aufzutreiben ist, haben wir jetzt einfach entschieden, dass wir jetzt erstmal noch hier bleiben, jetzt noch mal in die Stadt gehen, weil heute passiert sowieso nicht mehr viel, und noch Wäsche waschen direkt gleich, und dann werden wir uns morgen auf den Weg machen, weil die nächsten Tage soll es regnen und da ist es ohnehin egal. Da wird sowieso nicht viel und da kann man sich um so die ganz normalen Sachen einfach kümmern, und dann kommen wir dort oben einfach irgendwann in den nächsten 1-2 Tagen an. Das passt also dann schon wieder. Ja, so viel erstmal dazu. Und dann sehen wir uns jetzt wahrscheinlich gleich in der Stadt. So, wir sind jetzt in der Stadt. Spontan mal einfach gucken, was es hier so gibt. Wir können am Auto sowieso, wie gesagt, gerade nicht viel machen. Und deswegen checken wir mal jetzt die Innenstadt von Setúbal ab. Wir haben jetzt hier diesen Parkplatz entdeckt und hoffen, der ist safe. Auf jeden Fall muss man hier Parkgebühren bezahlen. Wie viel haben wir geblecht? 1 Euro bis 18:45 Uhr. Das reicht. Gut, dann platzieren wir mal gerade das Ticket. Gracias. Hier irgendwo, ja, so. Passt. Auf geht's. So, jetzt müssen wir checken, wo lang geht's. Ja, planlos geht der Plan los. Jetzt sind wir irgendwie hier in der Altstadt angekommen. Jetzt gehen hier so die kleinen Gassen los, weswegen wir jetzt hier eigentlich sind. Und die ich so liebe. Es ist so eine gesunde Mischung aus ja, altem Kulturgut und ein bisschen Abfuck und Dreck, aber das ist schon wieder cool. Ja, ich denke zum Beispiel an Barcelona, wenn ich diese Innenstadt sehe. Was? China-Laden? Guck, ein China-Laden. Auf Teneriffa würde man sagen King-Markt. Hier heißt es Linda Shopping. irgendwie so. Ja. So, spontan in dem China-Laden gerade meine lang ersehnte große Schaufel entdeckt, die ich noch nirgends gefunden habe. Die muss ich noch einkassieren. Weil der kleine Klappspaten ist zwar cool, aber jetzt gab es schon so die eine oder andere Situation, wo ein großer Spaten vonnöten gewesen wäre. Und ja, das nehmen wir mit. Noch ein kleiner Tipp für jeden, der irgendwie sich seine Schwiegermutter vom Hals halten will. Guckt mal hier, was hinter mir ist. So löst man das Problem. Es sagt Zement, ein paar Steine, fertig aus. Muss meine Mama jetzt Angst haben? Guck mal, wie cool dieser Türrahmen ist. Jetzt gibt es noch ein paar Infos über Setúbal und auch unseren ganz persönlichen Eindruck über diese kleine Stadt.
Setúbal ist so 50 Kilometer südlich von Lissabon und wir haben es zu Fuß erkundet. Es ist wirklich eine super kleine, süße Stadt, hat eine mega schöne Altstadt, wenig Tourismus, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren. Und ja, die Altstadt hatte für uns so ein bisschen, hat so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass es so eine Mischung aus so einem Industriehafen-Charme ist und aber gleichzeitig auch so ganz vielen historischen Gebäuden, bunten Häusern, kleinen süßen Läden zum Rumstöbern, mega süßen kleinen Häusern, so richtig, also es hat so was ganz Authentisches, Ursprüngliches noch, diese Stadt. Und die Praça de Pogač ist das Zentrum der Stadt und das Wahrzeichen stellt eine Statue des Dichters Manuel Maria Barbusa de Pogač dar und die ist direkt neben der Igreja de São Julião. Dieses wunderschöne Gotteshaus, die Kirche St. Julian, wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Sie ist relativ klein, aber sehr liebevoll aufgearbeitet. Sie besticht durch ihre vielen kleinen Details und, was ich persönlich ganz besonders toll finde, hier werden noch echte Kerzen verwendet. Wenn wir jetzt einmal hier sind, möchte ich kurz noch etwas ganz Wichtiges loswerden. Ich bin zutiefst dankbar, dass genau du meine Frau bist, denn ohne dich ist alles nichts. Die Restaurierung wurde im spätbarocken Stil umgesetzt. Was ihr hier seht, sind vergoldete Holzschnitzereien. Die bemalten Kacheln erzählen die Geschichte vom heiligen Julian. Ein klein wenig Street Art darf natürlich auch wieder nicht fehlen. Wir haben ein Porträt von Bastian gefunden. Tja. Es tritt aber nur zeitweise in Kraft. Ja, und die Innenstadt hält wirklich viele, viele unscheinbare Hinterhöfe, gefüllt so mit zahlreichen Cafés und Bars bereit, wo man sich einfach gar nicht entscheiden kann, wo man sich zuerst hinsetzen mag. Und gleichwohl befindet sie sich halt einfach auch direkt am Hafen und dort fließt ganz in der Nähe der längste Fluss der Iberischen Halbinsel, der Tejo, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in den Atlantik und dort soll man wohl sogar Delfine beobachten können. Wir haben leider keine gesehen, wir waren aber auch nicht wirklich direkt an dem Fluss. Also falls ihr mal in der Gegend seid, dann empfehlen wir euch wirklich dort nicht einfach vorbeizufahren an diesem ja doch irgendwie recht unscheinbaren kleinen Städtchen, so fernab des Massentourismus, sondern haltet wirklich an. Besonders bei schönem Wetter, als wir da waren, war leider nicht so schönes Wetter. Man sieht es ja auf den Aufzeichnungen. Es gibt da auch wirklich super viele Parkmöglichkeiten, auch mit größeren Wohnmobilen. Es ist überhaupt kein Problem. Und Setúbal ist definitiv ein Abstecher wert. Vor allem, wenn ihr mal außerhalb so von Lissabon oder Porto unterwegs sein wollt, ne, und mal so eine Stadt erkunden wollt, außerhalb, fernab so vom Massentourismus. Genau, also viel Spaß dort! Tja Leute, jetzt wird es mal Zeit, die gute kubanisch-jamaikanische Mähne zu waschen. Das wurde es schon vor 3 Tagen. Ja. Aber allzu sehr viel Aufwand muss man hier nicht betreiben.
So, jetzt sind die Loten auch schon fertig. Jetzt gehen wir da noch mal ein bisschen mit dem Kamm durch. Und dann sehen die wieder aus wie neu. Bisschen mit dem Kamm durch. Naja. Gut. Ist klar. Ja. Ein bisschen dolle. Ja, schön in Ruhe. Und dann ist das gut. Kleines Update. 15 Minuten später. Bastian campt immer noch. Ich mache nur so ein paar Fitze raus. Die Dreads bleiben schön drin. Nur so ein paar Fitze. Da, wo sie sind. Nur so ein paar Fitze. Gerade eben hast du was gesagt? Dass hier hinten eine kleine verfitzte Stelle ist. Aha. So. Aber er meinte vor ein paar Minuten noch zu mir, da hinten ist alles fein, da ist kein Fitz, da ist gar nichts. Naja, Dreads sind meistens verfitzt. Sonst wären es ja keine, ne? Hühnchen und Reis. Geil. Bianca kommt auch gleich. Und dann wird hier erst mal fein Dining gemacht. Hier drüben sind sie schon wieder fleißig am Angeln. Jo, man könnte schlechter stehen. Okay, es stinkt relativ übel, 70% des Tages, aber wenn man das ausblendet, finde ich das hier gar nicht so schlecht. Unser Retter. Da ist er. Hey! Jetzt wird's ernst. Mal sehen, wo es hingeht. Wie jetzt? Ja, abenteuerlich. Ernie, habe keine Angst, es geht nicht auf den Schrottplatz. Der Bus hat gleich Angst, wenn du sowas sagst. Die Schlüssel sind hier. Die Fahrradtür, Beifahrertür ist noch offen. Die Stoßstange hinten berührt in so vielen Zentimetern den Boden. Das ist ein bisschen knapp hier unten. Jetzt haben wir hier ein Holzbrett drunter gelegt, weil das wahrscheinlich ein bisschen schwer hochging. Der Arme, der kämpft sich total ab. Oh Gott. Venceremos. Venceremos. Hm.
Un poquito más. Jo. Genau. Naja, ganz schön clever. Die haben jetzt das Abschleppseil dran gemacht und jetzt zieht der. Wir haben es geschafft. Bastian hat schon geschimpft, dass ich genau den Moment jetzt nicht auf der Kamera habe. Hoppel steht sicher drauf. Also tschüss, am Travail. So Freunde, Hoppel ist verladen nach einem übelsten Kampf. Aber am Ende haben wir gesiegt. Wie soll es auch anders sein? Ja, wie es weitergeht, ihr werdet sehen. Bis bald und danke fürs Zuschauen. Da fährt er, unser Hoppel. Tschüss, bis nachher. Ja, nach nun circa 14 Tagen gezwungenem, aber dennoch irgendwie auch schönem Aufenthalt hier im Hafengebiet von Setúbal, wenn man den Industriegeruch, der ab und an durch die Müllverbrennungsanlage zu uns rüber geschwappt ist, mal ausblendet, geht es für uns jetzt endlich weiter, endlich in Klammern, weiter ins Inland zu Sascha von Roofguard Solutions. Dort warten neue Aufgaben für Bastian und Abenteuer auf uns alle. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ja, was mit dem Bus passiert, werden wir in den nächsten Tagen entscheiden. Wir werden es sehen, welche Lösung auf uns zukommt und ja, was überhaupt allgemein in unserem Leben weiterhin passiert, das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen erleben. Es passieren auf jeden Fall richtig schöne Sachen, richtig schöne Sachen und wir danken euch fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt und falls noch nicht geschehen, dann liked das Video, schreibt einen Kommentar drunter und abonniert unseren Kanal. Bis bald, ihr Lieben.